Mein Name ist Sabine Wichmann, ich bin von der Universität Greifswald, Partner im Greifswald-Moorzentrum. Neben der Uni gehören dazu noch das Institut Düne und die Michael-Sücko-Stiftung. Das Greifswald-Moorzentrum kombiniert alle moorrelevanten Aktivitäten in Greifswald. Mein Name ist Josephine Neubert. Ich arbeite an der Universität Greifswald, ebenfalls im Verbundprojekt Paludi Prima und betreue hier die Fläche mit dem Rohrkolben. Wir stehen hier vor einem Rohrkolbenfeld, was im Rahmen des Projektes Paludi Prima angelegt worden ist. Das sind ungefähr 10 Hektar, die im Jahr 2019 noch herkömmliches Grünland waren, mit Mutterkühen bewirtschaftet und die wir im Rahmen von dem Forschungsprojekt jetzt als Paludikultur Praxisanbau etabliert haben. Ziel ist es, die Biomasse für den Baustoffsektor bereitzustellen. Man kann daraus sehr hochwertige Bau- und Dämmstoffe produzieren. Es gibt aber auch noch andere Verwertungsmöglichkeiten, zum Beispiel als alternativen Substratausgangsstoff im Gartenbau oder auch zur Produktion von so kleinen Verpackungsmaterialien, Schälchen. Man kann den Pollen nutzen als Nahrungsmittel für Raubmilben. Also die Einsatzmöglichkeiten sind sehr vielfältig und wir sind schon sehr gespannt, was wir mit der Ernte dieses Jahr dann tatsächlich machen werden. Moore sind ja über Jahrhunderte, Jahrtausende aufgewachsen, da wo viel Wasser in der Landschaft war. Das hat verhindert, dass die Biomasse sich zersetzt hat und ist dann im Torf akkumuliert. Und hier stehen wir zum Beispiel auf einer Fläche, wo wir 4 bis 5 Meter Torf unter uns haben. Und das ist eigentlich Kohlenstoff pur, das ist ein Langzeitkohlenstoffspeicher. Wenn diese Moore aber entwässert werden, wie das heute Standard ist für die landwirtschaftliche Nutzung, dann kommt wieder Sauerstoff rein in den Torf und der Kohlenstoff oxidiert als Kohlendioxid und ist damit ein sehr großes Treibhausgas. Jeder Hektar Moor emittiert jedes Jahr 20 bis 40, 50 Tonnen CO2. Das ist eine enorme Summe. Kann man sich auch noch mal veranschaulichen, wenn man sich die landwirtschaftlichen Flächen in Deutschland anguckt. 7% der Flächen sind Moore, sie sind aber verantwortlich für 37% der Emissionen. Wichtig für Moore und für die ökologischen Funktionen von Mooren ist ein hoher Wasserstand. Das kann durch natürliche Moore natürlich realisiert werden oder durch wiedervernässte Moore, die dann aufgelassen werden und sozusagen rein in den Naturschutz gehen. Aber die Idee ist eben, dass auch Moore mit hohen Wasserständen weiter bewirtschaftet werden können und dann ähnliche Funktionen erbringen können wie natürliche Moore. Da haben wir aber auch noch viel Forschungsbedarf, um das wirklich ganz genau auch sagen zu können. Und dafür ist so eine Fläche von 10 Hektar hier einfach auch geeignet, um sich mal genau anzugucken, wie sind denn die Treibhausgasemissionen, welche Arten siedeln sich hier an, wie ist das mit dem Nährstoffrückhalt, wie ist das mit der Verdunstungskühlung, um diese Antworten auch wirklich konkret geben zu können und nicht nur abzuleiten von dem, was man von natürlichen Mooren kennt. Ein großes Hemmnis sind tatsächlich die Rahmenbedingungen, die agrarpolitischen Rahmenbedingungen. Das ist zum einen die Förderfähigkeit, aber auch zum Beispiel der Grünlanderhalt. Der ist ja per se wichtig, dass es ein Erhaltungsgebot gibt für Grünland. Im Fall von Mooren ist es aber insofern problematisch, dass entwässertes Grünland zum einen sehr schädlich ist fürs Klima, zum anderen häufig auch keine Biodiversitätsnutzen mehr bringt und man hier den Wasserstand anheben könnte und dann sowohl für den Klimaschutz als auch für den Naturschutz eine wertvolle Leistung erbringen könnte. Wenn man aber zum Beispiel wie hier Rohrkolben eine Dauerkultur etablieren würde, müsste man zum einen natürlich eine Genehmigung beantragen, zum anderen aber auch eine Ersatzfläche schaffen. Und das macht die Umstellung auf Paludikultur für Landwirte natürlich, also gerade bei den heutigen Flächenpreisen, eigentlich unmöglich. Was ganz wichtig ist für die Akzeptanz, ist natürlich auch, sind die Rahmenbedingungen. Das ist an erster Stelle die EU-Agrarpolitik. Und da ist es bisher so, dass solche Paludikulturen nicht beihilfefähig sind, also zum Beispiel der Anbau von Schilf oder Rohrkolben, weil sie nicht als landwirtschaftliche Erzeugnisse eingestuft werden. Wir haben die Hoffnung, dass sich das mit der neuen Förderperiode ändert. In den neuen Beschlüssen steht explizit drin, dass Paludikulturflächen ihre Beihilfefähigkeit nicht verlieren sollen. Es wird dort weiterhin mit einer Ausnahmeregelung gearbeitet werden, dass zwar die Produkte nicht als landwirtschaftliche Erzeugnisse anerkannt sind, aber die Flächen aufgrund ihres Nutzens für den Klimaschutz und für andere Ökosystemleistungen, für Biodiversität weiter beihilfefähig sein werden. Das ist zum einen
eine Gleichstellung mit der herkömmlichen Landnutzung, dass die Beihilfefähigkeit gegeben ist. Es ist Investitionsförderung für wasserbauerliche Maßnahmen, für die Etablierung von solchen Flächen, also zum Beispiel Feuchtgebietsarten anzupflanzen, für die Anschaffung von Spezialtechnik, um solche nassen Flächen dann beernten zu können. Es sind aber auch flankierende Maßnahmen, dass man zum Beispiel Kooperationen fördert, weil ein Landwirt alleine kann so eine Moorfläche nicht vernässen. Das sind immer größere hydrologische Einheiten, wo man gemeinsam agieren muss. Letztendlich braucht man langfristig bis 2050 beides. Wir müssen jetzt Anreize setzen, dass es attraktiv wird für Landwirte, sich mit solchen Gedanken zu beschäftigen, nasse Produktionsverfahren zu erproben. Langfristig muss es aber kommen, dass auch Vorschriften gemacht werden, was man auf diesen Moorflächen noch machen darf und dass man nur bei höheren Wasserständen weiter wirtschaften kann. Das wird nicht heute sein, das wird nicht morgen sein, aber es muss ganz klar kommuniziert werden, dass jetzt die Weichen umgestellt werden und dass 2050 alle Moorflächen nass sein müssen, um im Einklang mit dem Pariser Klimaschutzabkommen zu sein. Wir wünschen uns als Forschungsprojekt von der Politik vor allen Dingen eine Langzeitförderung, da wir hier eine Dauerkultur beforschen, die im Schnitt 2 bis 3 Jahre braucht, um erstmal in einen dichten Bestand zu kommen. Dementsprechend bräuchten wir wesentlich längere Förderperioden. Zum anderen braucht die Paludikultur im Allgemeinen wesentlich mehr Ausbildung und Beratungsmöglichkeiten. Wir brauchen mehr Akteure außer dem Forschungsbereich in diesem Feld und vor allem nochmals für die Landwirte eine langfristige Planung, sodass sie sicher sein können, dass ihre Aktionen, ihre Aktivitäten im Bereich Klimaschutz honoriert werden. Was man im Moment nur raten kann, ist langfristig wirksame Investitionen zu vermeiden. Also neue Milchviehställe in entwässerten Mooren zu bauen, ist nicht zukunftsfähig. Das wird in 20 Jahren, bis die Ställe abgeschrieben sind, nicht mehr zulässig sein. Kritisch nachfragen bei den Landwirtschaftsberatern, bei den Verbänden, bei der Politik, wie denn Klimaschutz auf Mooren umgesetzt werden kann, welche Perspektiven hier entwickelt werden können. Und ganz klar, Landwirte können damit nicht allein gelassen werden. Das ist Aufgabe der Gesellschaft, hier neue Lösungen zu erarbeiten.